Wir haben ja in letzter Zeit schon öfter über Sansibar in Tansania gesprochen. Ich möchte in diesem Video nochmal spezifisch auf die steuerlichen Vorteile eingehen, die Sansibar als Wohnsitz für dich bietet. Vor kurzem hatten wir eine schöne Folge unseres Podcasts aufgenommen zum Thema Sansibar. Das ist auf sehr breite Resonanz bei euch gestoßen. Wir organisieren ja jetzt im November 2024 und dann Anfang 2025 auch eine Reise mit euch zusammen nach Sansibar, wo wir uns die Insel mal anschauen, wo wir uns Immobilienprojekte anschauen, in die man schon ab 90.000 € investieren kann. Wenn du an dieser Reise Interesse hast, dann schau dir am besten unsere Webseite an. Link dazu packe ich hier auch nochmal in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Es sind noch Plätze frei. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du auch dabei sein könntest. Daniel ist gerade in Sansibar, bereitet dort das Ganze vor und ist ganz Feuer und Flamme von der Insel. Ihm gefällt es dort wahnsinnig gut. In dem längeren Video, was wir vor kurzem veröffentlicht haben, wo wir Sansibar einmal vorgestellt haben und natürlich auch wieder einen interessanten Gesprächspartner hatten, sind wir nur am Rande auf die steuerlichen Aspekte eingegangen, auf die steuerlichen Vorteile, die Sansibar spezifisch hier Investoren bietet, die dort eine Immobilie erwerben. Schauen wir uns zunächst nochmal hier ganz kurz an, wo Sansibar sich auf der Karte befindet, um auch ein bisschen Kontext hier herstellen zu können. So, wir sehen hier die Ostküste Afrikas. Hier ist Tansania. Hier ist die große Insel Madagaskar. Mauritius, das sicherlich auch viele von euch kennen, befindet sich hier weiter im Osten. Und dann haben wir hier Sansibar direkt vor der Küste Tansanias letztlich gelegen. Die Insel übrigens ist recht klein, ungefähr halb so groß wie Mallorca, nur damit du dir ungefähr davon etwas vorstellen kannst. Eine wunderschöne Insel, weiße Sandstrände. Es ist tatsächlich wie im Paradies. Sansibar gehört zu Tansania dazu und wahrscheinlich wirst du es auch so machen, dass du dich zunächst mal hier im Internet und online dazu informierst, mit welchen Steuersätzen denn so bei einem potenziellen Auswanderungsland zu rechnen ist. Ich werde jetzt mal gleich hier die Webseite öffnen von PwC Worldwide Tax Summaries. Das verwende ich ja immer öfter hier in diesen Videos. Schauen wir mal, was dort zum Thema Tansania speziell gesagt wird. So, hier. Also, Tansania, persönliche Einkommensteuern, steht hier 30%. Wenn wir mal weiter runter scrollen, sehen wir, diese 30% gelten ab 1 Million tansaniische Schilling. Das sind ungefähr 330 €. Und das ist jetzt eine gute Gelegenheit, im Grunde darauf hinzuweisen, dass man sich nie hier durch die offiziellen Steuersätze in einem Land in Verunsicherung bringen lassen sollte. Es gibt viele Beispiele, wo die offiziellen Steuersätze sehr hoch sind, aber dann gibt es eben gewisse Modelle, gewisse Tricks in diesem Land, dann hier die Steuer signifikant zu senken. Das ist auch der Fall hier in Tansania. Also zunächst muss man sagen, 30% Steuer natürlich nicht interessant. So, wenn du nun in eine Immobilie in Sansibar investierst, mindestens 100.000 US-Dollar, umgerechnet ungefähr 90.000 €, dann erwirbst du damit folgende steuerlichen Vorteile. Erstens, deine ausländischen Einkünfte sind steuerfrei. Das heißt, wenn du ausländische Kapitalerträge hast, sei es Krypto, sei es Aktienverkäufe oder sonst irgendwas, auch wenn du im Ausland arbeitest, wenn du eine ausländische Firma hast, all das ist steuerfrei und muss nicht in Tansania versteuert werden. Auf Einkommen im Land zahlst du 15% Steuern anstatt 30%, wobei das möglicherweise auf 10% reduziert werden soll. Wann wirst du diese Steuer bezahlen? Naja, mal angenommen, du hast nun eine Immobilie in Sansibar, dann wirst du die vielleicht vermieten, wenn du nicht dort bist. Und da würden dann eben diese 15% beziehungsweise in Zukunft vielleicht sogar nur 10% fällig werden. Wenn du deine Immobilie verkaufst, dann werden nicht 10% Steuern wie sonst üblich
fällig an Kapitalertragssteuer auf Immobilien, sondern nur 5%. Du musst keine Umsatzsteuer berechnen, wenn du die Immobilie vermietest. Auch in der Kurzzeitvermietung keine Umsatzsteuer fällig. Und ein anderer interessanter Punkt, wenn du in Tansania, in Sansibar hier eine Gesellschaft gründen würdest, dann wären in den ersten 5 Jahren keine Körperschaftssteuer fällig. Also interessante Vorteile hier in Tansania, aber wir sind noch nicht am Ende. Du hast hier einwanderungsrechtlich gesehen keine minimale Aufenthaltspflicht in Tansania. Und man muss ja immer die einwanderungsrechtliche Dimension separat sehen von der steuerrechtlichen Situation. Also wann giltst du als steueransässig in Tansania? Wann bekommst du dort eine Steuernummer? Und wann bekommst du dort eine Ansässigkeitsbescheinigung? Und auch dafür ist kein minimaler Aufenthalt in Sansibar in Tansania notwendig. Wenn du dort eine Immobilie hast, dann reicht das aus, damit du dort als unbeschränkt steuerpflichtig giltst. Also eine ähnliche Regelung im Grunde wie in Deutschland. Ja, also wenn du dort einen Wohnsitz hast, das heißt eine Wohnung, die auf dauerhafte Nutzung ausgelegt ist, dann giltst du da als steueransässig. Und das ist jetzt natürlich ein großer Vorteil, denn du bekommst ein steuerliches Ansässigkeitszertifikat, du hast eine Steuernummer. Das heißt, du kannst gegenüber anderen Ländern, gegenüber Banken, gegenüber Behörden nachweisen, dass du irgendwo steueransässig bist. Natürlich ist es wichtig, dass du gleichzeitig nirgendwo anders eine unbeschränkte Steuerpflicht auslöst, weil du dich zum Beispiel 183 Tage oder so aufhältst, ganz klar. Aber grundsätzlich bietet dir also Tansania und ganz spezifisch rede ich jetzt von Sansibar, denn diese steuerlichen Vorteile gelten nur für ein Immobilieninvestment in Sansibar in Kombination mit dem Investment hier doch ganz erhebliche steuerliche Vorteile. Du kannst irgendwo einen steuerlichen Wohnsitz begründen. Das heißt, du kannst sagen, hier, ich bin hier steuerpflichtig. Du kannst die Immobilie zum Urlaub selbst nutzen, kannst sie anderweitig vermieten. Und wie gerade eben dargestellt, die steuerlichen Rahmenbedingungen sind natürlich ziemlich gut. Und das alles bei einem Investment von nur 90.000 Euro umgerechnet. Ja, Sansibar ist natürlich damit viel attraktiver und günstiger, muss man sagen, als zum Beispiel Mauritius. Ich finde Mauritius auch ganz toll. Ich will jetzt hier nicht das eine gegen das andere ausspielen. Es sind einfach 2 verschiedene Inseln, auch 2 verschiedene Lifestyles, natürlich ist ja ganz klar. Aber Sansibar scheint auf jeden Fall hier ziemlich attraktiv zu sein. Ein Punkt, den man noch beachten sollte, ist, dass es kein Doppelbesteuerungsabkommen mit Deutschland gibt. Das heißt, wenn du zum Beispiel als Rentner, als Ruheständler in Tansania, in Sansibar leben würdest, dann müsstest du Leistungen aus deiner Altersversorgung, sei es jetzt die Sozialversicherungsrente oder auch die betriebliche Altersvorsorge in Deutschland versteuern. Du wärst also in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig und müsstest die Rente in Deutschland versteuern. Soweit so gut. Das waren so die wichtigsten steuerlichen Vorteile Sansibars und Tansanias hier für dich nochmal im Überblick. Ein potenzielles Wohnsitzland, über was es sich lohnt nachzudenken, oder auch ein Land für deinen Plan B. Ganz sicher. Wichtig zu beachten ist noch Folgendes: Wenn du in Immobilienprojekte in Sansibar investierst, dann wirst du vielfach in Off-Plan-Projekte investieren. Das heißt, du wirst sehr früh einsteigen, bevor die Immobilie fertig ist. Dann bekommst du den besten Deal. Du wirst allerdings die Residence in Sansibar erst bekommen, wenn du die $100.000 dort investiert hast. Ja? Vielfach ist das gerade bei günstigen Immobilien erst nach 2 bis 4 Jahren der Fall, denn erst dann wird die letzte Rate hier fällig. Du zahlst ja die Immobilie ratenweise ab über diesen Zeitraum. Das heißt, erst dann, nach Fertigstellung der Immobilie, kannst du natürlich dann Sansibar hier als deinen steuerlichen Wohnsitz auch erst nutzen. Das heißt, du könntest jetzt nicht dich abmelden, dort schon mal anfangen, die Immobilie abzuzahlen und dann dort schon hier die Daueraufenthaltsgenehmigung beantragen. Das geht leider nicht. Dafür müsstest du dann eine der fertigen Immobilien bereits erwerben. Die kriegst du durchaus auch ab 100.000. Allerdings kriegst du dann einfach weniger Immobilie für diesen Preis. Das heißt möglicherweise eine kleinere Wohnung. Wenn dich das Thema Sansibar interessiert, dann schau dir mal die Details zu der Reise an, die wir organisieren. Wie gesagt, wir bieten eine Reise im November 2024 und eine Reise im Februar 2025 an.
Schau es dir an, alle Details auf unserer Webseite, Link dazu hier in der Beschreibung dieses Videos. Wir würden uns freuen, dich dort in Sansibar zu sehen, ein paar Tage dort zu verbringen, dir alles zu zeigen. Wer weiß, vielleicht lohnt sich Sansibar auch für dich. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.